Hallo und herzlich willkommen zu Union Voices, dem Podcast der Model European Union Berlin. Wie auch letztes Jahr laden wir dieses Jahr wieder Experten ein aus Politik, Diplomatie, Wissenschaft oder Wirtschaft und sprechen mit ihnen zu aktuellen Themen. Und es freut mich ganz besonders, dass ich für die erste Episode dieses Jahr Herrn Andreas Otto bei uns begrüßen darf, der bereits seit 2 Jahrzehnten im Abgeordnetenhaus in Berlin tätig ist als Politiker und dadurch sehr viel Erfahrung mitbringt. Und er kann uns bestimmt sehr viel erzählen, denn während seiner gesamten politischen Laufbahn hat er sich auch mit Baupolitik, Wohnen und Infrastruktur auseinandergesetzt. Und genau das ist unser heutiges Thema. Wir werden uns nämlich dem Recht auf Wohnen widmen. Und ich möchte mich mal sehr bei Ihnen bedanken, Herr Otto, dass Sie sich die Zeit heute genommen haben, mit uns zu sprechen. Und ich habe vielleicht ganz zu Beginn schon eine kurze Frage oder könnten Sie sich vielleicht ganz kurz selbst vorstellen, selbst Ihren politischen Werdegang anreißen? Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Frau Springer, hier bei dem Podcast mitmachen zu dürfen. Ich bin 63 Jahre alt, bin geboren in Templin in der schönen Uckermark, nördlich von Berlin, so 100 Kilometer circa, und wohne seit 1985 im Ostteil Berlins. Bin hierher gekommen zur Ausbildung und weil ich eine Familie gegründet habe und kann mich noch erinnern, wie auch in Prenzlauer Berg, wo ich lebe, die Häuser alle grau waren, viele Wohnungen gar keine Bäder hatten, die Toiletten zum Teil noch im Haus, im Treppenhaus waren und man sich mit den Nachbarn das Klo teilen musste. Das sind meine Erinnerungen an die Zeit Ende der 80er Jahre, als ich hier nach Berlin gekommen bin. Und ich bin dann nach der Friedlichen Revolution 1989 bei der ersten freien Wahl, das war noch in der DDR, in das Bezirksparlament gekommen von Prenzlauer Berg und war da viele Jahre befasst mit der Stadtsanierung. Wir haben hier Sanierungsgebiete gehabt, die Häuser wurden instand gesetzt, modernisiert. Es gab immer auch die Frage, wie geht das weiter mit der Mietentwicklung? Können alle Leute sich das leisten? Wird das zu teuer? Wie kommen wir eigentlich dazu, dass Leute auch vielleicht ihr Wohnschicksal selber in die Hand nehmen, zum Beispiel durch Genossenschaften? Das war immer ein Thema. Und dann bin ich 2006 ins Abgeordnetenhaus gekommen und war da lange Jahre baupolitischer Sprecher, war auch mal wohnungsbaupolitischer Sprecher, habe mich mit Mietfragen auseinandergesetzt, mit Stadtentwicklung, habe aber auch mich beschäftigt mit verschiedenen sag ich mal, Skandalen, habe in Untersuchungsausschüssen mitgearbeitet, war im Hauptausschuss, habe mich mit den Finanzen beschäftigt. All das hat da eine Rolle gespielt. Aktuell bin ich auch noch Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für die Zusammenarbeit von Berlin und Brandenburg. Und angesichts des Wohnungsmarktes, der macht ja nicht an so einer Landesgrenze Halt, ist auch das natürlich ein Thema von Bau- und Wohnungspolitik. Also Berlin und Brandenburg mit vielen Gegensätzen. Wir haben in Berlin Wohnungsknappheit, aber es gibt in Brandenburg Städte, da wurde bis vor kurzem noch Wohnraum abgerissen. Das kann man sich kaum vorstellen. Also all das beschäftigt mich und da ist meine tägliche Arbeit und deswegen freue ich mich, Ihnen darüber Auskunft geben zu dürfen. Das klingt nach sehr viel Expertise in allen Bereichen, wie Sie gerade gesagt haben. Sie haben sich auch mit den Finanzen und den Skandalen und allem rundherum befasst, also ein sehr holistisches Bild von dem Ganzen. Und wenn ich da fragen darf, warum, also Sie haben gesagt, Sie können sich erinnern, wie das damals Ende der 80er Jahre war. Und warum beschäftigt Sie das immer noch so? Also warum haben Sie sich gedacht, boah, das ist ein Thema, das ich richtig, richtig spannend finde und wo ich wirklich mich einfach dem widmen will? Das hat einmal damit zu tun, dass die soziale Frage unsere Gesellschaft sehr beschäftigt. Also wer kann sich eigentlich was leisten? Ähm, Können alle ihre Wohnung bezahlen? In meinem Wahlkreis, wo ich 5-mal gewählt wurde mittlerweile, ist es immer wieder vorgekommen, dass Leute in meine Sprechstunde gekommen sind und gesagt haben, ich werde hier aus einem Mietshaus, ich werde hier raus modernisiert, ich kann mir das hinterher nicht mehr leisten. Manchen von denen konnte ich auch helfen durch Gespräche, zum Beispiel mit Vermietern, aber auch nicht allen. Und das ist sozusagen ein alltägliches Problem in so einer Großstadt wie Berlin, dass da Menschen auch hinten runterfallen und da möchte ich was tun. Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass ich mich ja für ökologische Fragen sehr interessiere. Ich bin mal
1989 in die Politik gegangen, weil mir die Umwelt sehr am Herzen lag, gerade in der DDR und Ostberlin mit Umweltverschmutzung, noch mit Kohleheizung. Hier hat es immer gerochen nach Schwefel in der Luft und all das hat mich damals sehr beschäftigt und deswegen bin ich ein Umweltmensch und heute beschäftigt mich auf dieser Strecke, dass wir, wenn wir neue Gebäude errichten, nachhaltig bauen sollten, dass wir nachwachsende Rohstoffe verwenden, ob das Holz ist oder Stroh zum Dämmen oder andere Sachen. Das beschäftigt mich. Also sowohl die soziale als auch die ökologische Frage. Und dann finde ich es sehr spannend, wenn man zum Beispiel bei Bauprojekten etwas mitgestalten kann. Wir haben ja Bebauungspläne sowohl damals im Bezirk beschlossen, als auch jetzt im Abgeordnetenhaus, wo mich immer interessiert, was kommen da für Stadtquartiere raus? Sind das nur Schlafstädte? Oder sind das eigentlich echte neue Stadtviertel mit Geschäften, auch mit Arbeitsmöglichkeiten, mit Schule, mit Kindergärten? Das ist nicht selbstverständlich. Also wir sind schon viele Bauprojekte auch hier in Berlin begegnet, wo einfach irgendwo auch eine städtische Gesellschaft durchaus 500 Wohnungen hinbaut und da ist nicht ein Bäckerladen. Also auch diese Frage, wie kriegen wir eigentlich lebenswerte Städte hin, wo die Menschen gerne hinziehen und eben nicht aus Not, weil sie woanders ihre Wohnung verloren haben, sondern wo die gerne hinziehen, wo es schön ist, wo wir auch eine Generationenmischung haben, wo wir auch eine Eigentumsmischung haben, sowohl privat als auch Genossenschaft, als auch städtische, landeseigene Gesellschaften. Das interessiert mich, wie solche Quartiere entstehen und wie sie vielleicht später mal funktionieren. Mhm. Also wie sozusagen man Städte baut, in denen man nicht nur wohnt, sondern auch wirklich lebt und sein Umfeld gestalten kann. Und wenn Sie jetzt an Berlin denken, wie hat sich das entwickelt seit, sagen wir, den späten 80er Jahren? Was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen vielleicht? Das ist ja eine sehr lange Zeit und gut gelaufen ist in den ersten Jahren. Mein Blick ist natürlich immer so ein bisschen von Ostberlin aus, weil ich hier wohne, weil ich mich hier mit der Stadtsanierung beschäftigt habe. Es war natürlich toll, dass diese Modernisierung in vielen Häusern kam, dass die Leute ein Bad hatten, eine Zentralheizung plötzlich. Das hatten vorher viele Menschen nicht. Das kann man sich heute kaum vorstellen in Berlin. Aber das war so und das ist, glaube ich, gut gelaufen. Schwieriger war die Frage, wie das alles zu finanzieren ist. Die damalige Bundesregierung hatte darauf gesetzt, dass das wesentlich über privates Kapital, aber auch über Steuervergünstigungen passieren soll. Das hat dazu geführt, dass hier viele Häuser im Besitz, ich sag mal sinnbildlich von Zahnärzten aus Süddeutschland sind, die hier ein, zwei, drei Mietshäuser besitzen. Das ist nicht so gut, weil eigentlich war ja eine Forderung auch der Menschen 1989, wir wollen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und es ist bei ein paar Häusern gelungen, dass die Leute, die da drin wohnten, die erwerben konnten. Es hat auch ein paar Genossenschaften, kleinere Genossenschaften gegeben, die da neu entstanden sind in den 90er Jahren bis 2000 so ungefähr. Und da hätte mehr passieren können, glaube ich. Also dieses selber mit anpacken, selber auch durchaus so Eigentum, ob als Genossenschaft oder einzeln zu bilden, das ist zu kurz gekommen. Dann, das ist sozusagen dieser Bereich Häusersanierung. Bei dem Bereich Neubau, neue Stadtviertel ist vieles entstanden. Hier bei mir im Bezirk Pankow zum Beispiel das Gebiet Karo Nord mit ein paar tausend neuen Wohnungen damals, hauptsächlich sozialer Wohnungsbau Ende der 90er Jahre. Da sind neue Stadtviertel entstanden, aus denen man auch heute lernen kann, was gut gelaufen ist und was nicht. Da sind viele Wohnungen entstanden, auch Schulen, auch Infrastruktur. Aber es ist nicht immer gelungen, dass es so eine Wohlfühlatmosphäre ist. Wir haben viel Beton, also ein Stadtplatz, der voll betoniert ist, da fühlt man sich nicht per se wohl. Also die Dinge auch, sage ich mal, grün zu machen und so, dass man sich da wohlfühlt, das ist nicht immer gelungen. Und da kann man, glaube ich, daraus lernen für die neuen Quartiere, die jetzt in Berlin entstehen sollen. Das sind ja circa 15 neue Stadtquartiere, die der Berliner Senat errichten will, ob das Schumacher-Quartier ist in Tegel oder in Blankenburg.
im Bezirk Pankow. Das sind alles große Gebiete mit 2, 3, 4, 5, 8.000 Wohnungen jeweils. Und das sind ja Kleinstädte, die da neu aufgebaut werden sollen. Und da ist das total wichtig, dass wir wirklich da von Schule, Kindergarten bis Arbeitsplätze, bis Handel alles haben, damit die Leute sich da eben wohlfühlen. Also da kann man aus den Projekten Ende der 90er Jahre viel lernen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, auch wenn Sie sagen, eben, dass es grün rundherum ist, dass man vielleicht einen Park hat, wo man mal rausgehen kann. Das ist natürlich viel wert. Das macht das Leben sehr viel lebenswerter. Und Sie haben jetzt auch die Genossenschaften bereits angesprochen, die ja heute einer unserer größeren Themenblöcke sind. Und Genossenschaftswohnungen, die gelten ja so allgemein hin als sehr sozial, als relativ günstig für die Leute, die darin wohnen. Sind die Genossenschaftswohnungen daher wichtig für bezahlbares Wohnen, für leistbares Wohnen, Ihrer Meinung nach? Das, das würde ich auf jeden Fall bejahen. Die Genossenschaftswohnungen sind eine ganz wichtige Säule, auch hier in Berlin. Wir haben, ich weiß nicht, so circa 150.000 oder vielleicht sind es ein paar weniger Genossenschaftswohnungen. Es gibt große Genossenschaften, die schon sehr alt sind. Wir haben zum Beispiel die 1892 Genossenschaft, die ist also seit 1892 hier in Berlin existent und tätig. Diese alten Genossenschaften, die haben den Vorteil, dass sie zum größeren Teil auch Wohnungsbestände haben, die schon recht alt sind und die aber den Vorteil haben, dass sie abgezahlt sind. Und das ist ein Unterschied zu jungen Genossenschaften, die jetzt vielleicht in den letzten 20 Jahren neu entstanden sind, ohne größeres Eigenkapital. Und diese Frage günstige Mieten, günstiges Wohnen, die kann man für die alten Genossenschaften vollständig bejahen. Die haben doch durchaus günstige Angebote. Bei den neuen Genossenschaften ist es so, die müssen irgendwie, zum Beispiel, wenn sie ein Neubauprojekt machen, das finanzieren. Und das ist nicht viel billiger, als wenn das die Stadt bauen würde oder ein Bauträger. Deswegen ist da immer die Frage, wie kann man das finanzieren? Welche Fördermöglichkeiten gibt es auch? Aber wie viel müssen auch die Leute alleine an Geld mitbringen? Und da ist es bei den Genossenschaften, die neu entstehen, durchaus so, dass das zumindest für eine Einkommensschicht ist, die schon ein gut gesichertes Einkommen mitbringen muss. Und man muss auch eine Einlage bringen. Wir haben da immer versucht, über Förderung in Berlin das etwas zu vereinfachen. Ist in Teilen gelungen, aber diese Genossenschaften haben es zumindest am Anfang auch nicht so ganz einfach. Ich werbe dafür, dass also auch die alten Genossenschaften, ich sage mal ein bisschen überspitzt, die noch ein Festgeldkonto haben, was sie in 100 Jahren angespart haben, dass die sich in Neubauprojekten engagieren sollen. Und das tun Einzelne von denen, manche tun das auch nicht. Die haben immer die Frage zu klären, wie weit geht eigentlich die Solidarität von den Mitgliedern der Genossenschaft, die schon da sind, mit welchen die vielleicht noch dazukommen. Also ich kenne Genossenschaften, da sagen die Mitglieder, die da schon wohnen, unsere Genossenschaft ist dazu da, dass wir es gut haben. Aber andere noch dazu zu holen, ist gar nicht unsere Aufgabe. Und das ist ein Streit in vielen Genossenschaften. In den meisten ist es aber so, dass es doch gelingt, das eine oder andere Projekt zusätzlich zu machen. Denn wenn ich schon 500 Wohnungen habe, nochmal vielleicht 50 oder 100 dazu zu bauen oder anzukaufen, das fällt leichter, als wenn eine Handvoll Leute ohne solchen Background ganz von Null anfangen muss. Deswegen werbe ich immer bei den Genossenschaften dafür. Und wir haben auch in Berlin in den letzten Jahren bei der Grundstücksvergabe, wenn Berlin Grundstücke abgeben konnte oder wollte, dann immer dafür gesorgt oder geworben, dass da auch Genossenschaften zum Zuge kommen. Da ist aber die Frage immer, wie macht man das eigentlich? Geht man da nach dem Höchstgebot? In Berlin hat man in den letzten Jahren versucht, mit sogenannten Konzeptverfahren die Grundstücksvergabe zu regeln. Das ist auch nicht so ganz einfach, weil natürlich, was ist eigentlich ein Konzept? Wie unterscheiden sich Konzepte? Wie viele Stufen haben solche Verfahren? Und wenn am Schluss einer gewinnt, was ist mit den anderen, die auch Geld investiert haben, vielleicht schon für eine Vorplanung, für ein bestimmtes Grundstück? Also das ist auch nicht so ganz ideal bisher.
Aber auch das ist eine Form der Unterstützung des Genossenschaftswesens als, sage ich mal, Wohnform, die sowohl eine gesellschaftliche Bedeutung hat, als aber auch letztendlich eine private Eigentumsform ist, ne? Die Genossenschaften sind so ein bisschen dazwischen, zwischen der Eigentumswohnung, und der landeseigenen Wohnung, die dem Staat letztlich gehört. Da sind die Genossenschaften so eine Mischform, auf die sich interessanterweise auch im politischen Spektrum die Leute gut einigen können. Also sowohl die SPD, es gibt manchmal ein paar Abstriche, aber im Prinzip die SPD sagt, Genossenschaften sind gut. Auf der anderen Seite auch die CDU sagt, Genossenschaften sind gut, weil da Leute ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und wir finden die auch gut, weil wir als Bündnis 90 Die Grünen ja aus einer Bewegung kommen, wo es gerade darum ging, dass Leute sich selber ermächtigen und was tun und anpacken. Sie haben das gerade angesprochen mit den vollständig ausfinanzierten Genossenschaften und denen, die noch nicht ausfinanziert sind oder die gerade kürzlich neu gegründet wurden. Und es heißt ja dann manchmal, dass Genossenschaften nur einer bestimmten Gruppe an Menschen helfen. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, das ist so. Wir können mit dieser einen Form von Wohnen und Eigentum können wir nicht alle Probleme lösen, sondern die Genossenschaften, also vielleicht sage ich so, alle Leute, die ich kenne, die in einer Genossenschaft wohnen, die neu anfängt, zum Beispiel mit einem Neubauprojekt, die müssen da auch selber Geld mitbringen. Wenn man das nicht hat, dann kommt man da nicht rein. Das ist leider so. Anders ist es bei den Genossenschaften, die gegründet wurden mit einem Bestandsobjekt. Also wir hatten zum Beispiel hier bei mir im Wahlkreis in der Schönhauser Allee vor 4, 5 Jahren ein größeres Mietsobjekt, das sollte verkauft werden, und es ist dann gelungen, dass das nicht an irgendeinen Finanzinvestor gegangen ist, sondern tatsächlich an eine Genossenschaft, die Bestände auf der anderen Straßenseite schon hatte. Und da war es so, da ist es gelungen, dass alle, die in dem Haus wohnten, auch die Chance hatten, Mitglied der Genossenschaft zu werden. Und die nicht so viel Geld hatten und weniger geben konnten, die haben sich gefreut, dass es andere gab, die gesagt haben, du, ich bin ein bisschen betuchter, ich kann vielleicht eine größere Einlage geben erstmal und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Also das war doch sehr solidarisch, und sowas funktioniert auch. Bei Neubaugenossenschaften, die können das nicht. Das ist was tatsächlich für Leute, die ein bisschen Eigenkapital schon mitbringen müssen. Aber auch das ist völlig in Ordnung, weil auch das entlastet ja den Mietwohnungsmarkt. Wenn die ein neues Haus irgendwo bauen und da alle einziehen, dann machen die in aller Regel ja doch ein paar Wohnungen frei, meistens Mietwohnungen. Und dann können da andere einziehen, wenn das bei landeseigenen Unternehmen, Wohnungsunternehmen ist, davon haben wir hier 6 oder fast 7 in Berlin, dann werden die auch sozial weitervergeben. Das ist ein Effekt, der dann eintritt. Mhm. Sie haben auch schon angesprochen, eben für neue Genossenschaften ist es eine Finanzierungsfrage auf der einen Seite, ob das funktioniert, ob das aufgeht. Gibt es da auch andere Schwierigkeiten, wenn eine Genossenschaft gegründet wird, die es irgendwie zu meistern gilt? Da gibt's immer Schwierigkeiten, weil es steht und fällt ja alles wenn ich neu bauen will, mit einem Grundstück. Wo bekomme ich das her? Wie ist das gelegen? Wie ist der Preis? Kriege ich eine Baugenehmigung? Das sind so die Anfänge. Und es gibt aber in Berlin sage ich mal, eine Genossenschaftsgründer- und Unterstützerszene. Also es gibt sehr viele Menschen, die sich damit auskennen. Und wer da sowas anfangen will, der findet garantiert Beratungsinstitutionen, aber auch einzelne Leute, die sowas als Projektmanager oder Projektsteuerer oder Architekten schon mal gemacht haben. Das ist eigentlich ganz gut, aber es steht und fällt immer mit der Frage des Grundstückes. Und dann ist natürlich Finanzierung, Banken ein großes Thema, seit die Zinsen wieder gestiegen sind. Also wir hatten ja eine Zeit lang in Europa diese quasi Nullzinsen, wo man für vielleicht dann letztendlich 1%,
1,5% einen Kredit bekommen hat, das ist vorbei. Und wenn das jetzt 3,5, 4 oder fast manchmal 5% sind, das ist schon richtig viel Geld, was da an Zinsen zu bezahlen ist. Und das ist ohne eine staatliche Förderung für viele Menschen ganz schwer. Und deswegen ist auch die Zahl der Neubauprojekte der Genossenschaften nicht so gestiegen hier in Berlin, wie ich mir das eigentlich wünschen würde. Mhm. Also Grundstück und Geld sind die Hauptprobleme. Alles klar, ja. Und Sie haben auch schon gesagt, dass auch auf politischer Ebene diese Genossenschaften etwas sind, wo sich eigentlich die größeren Parteien alle relativ einig sind, dass es was Gutes ist, dass das ähm, gefördert werden soll oder dass das einfach generell gut für die Gesellschaft ist. Welche Rolle hat die Politik in dem Ganzen? Welche Rolle kann sie einnehmen? Und wo hat man irgendwie von politischer Seite hier Grenzen, wo man nicht Einfluss nehmen kann? Also ich bin ja ein Mitglied eines Landtages. Das Berliner Abgeordnetenhaus ist ja sowas wie ein Landtag in den deutschen Flächenländern. Und da sind die Mittel, die man hat, im Prinzip über Förderprogramme zu unterstützen oder seine Grundstückspolitik, seine Bodenpolitik so zu organisieren, dass zum Beispiel Genossenschaften da zum Zuge kommen. Das sind die zwei wichtigsten Elemente. Ansonsten geht's gelegentlich natürlich um Beratung, um Starthilfe. Es gibt verschiedene Institutionen in Berlin, die dabei helfen, wenn Leute sagen, wir wollen gerne mal so ein Projekt machen. Also als Beispiel in den neuen Stadtquartieren, die entstehen sollen, Stichwort Schumacher-Quartier, das ist der ehemalige Flughafen Tegel. Da sollen 5.000 Wohnungen gebaut werden und wir haben lange, ich bin jetzt in der Opposition, das ist nicht mehr ganz so einfach, ein bisschen schwieriger alles. Als wir in der Regierung waren, haben wir mal festgelegt, ihr habt in einem Koalitionsvertrag 30% der neuen Stadtquartiere sollen durch genossenschaftliches Wohnen genutzt werden. Ich hoffe, dass das der jetzige Senat in ähnlicher Weise beherzigt. Das heißt, wenn da 5.000 Wohnungen sind, dann sind 30%, wären dann also 1.500 Wohnungen für Genossenschaften. Das ist schon eine ganze Menge. Die müssen ausgeschrieben werden. Dann muss man gucken, welche Genossenschaften wollen da mitmachen, welche können da mitmachen aufgrund ihres finanziellen Hintergrundes oder vielleicht auch, weil die da in der Nähe schon Bestände haben. Das ist im Bezirk Reinickendorf. Da würde ich zuerst mal anfangen, die Reinickendorfer Genossenschaften alle abzuklappern und zu sagen, wie sieht's aus? Wollt ihr da mitmachen? Also Grundstücke, das ist ein ganz wichtiges Thema. Geld, Förderprogramme ist ein wichtiges Thema. Durch so eine Förderung kann man es manchmal auch erreichen, dass doch der eine oder andere, der vielleicht von seinem Eigenkapital das nicht könnte, vielleicht doch mitmachen kann, wenn er da ein bisschen drunter liegt. Auch das ist eine Möglichkeit. Das kann man auf der Landesebene machen. Dann gibt es auf der Bundesebene immer die Frage, wie ist das mit der Steuerpolitik, Steuerfreiheit bei Genossenschaften, das ist ganz gut geregelt in Deutschland, wird aber auch gelegentlich angegriffen mit der These, das sind doch eigentlich ganz normale Wohnungsunternehmen, die müssten genauso Körperschaftssteuer bezahlen wie alle anderen und oder Gewerbesteuer sogar. Das ist nicht der Fall und das ist also auch ein Thema. Das finde ich ist ganz gut organisiert in Deutschland. Aber da muss man immer mal aufpassen, dass das nicht wegkippt. Mhm. Sie haben jetzt kurz erwähnt, dass Sie anfangen würden, damit Genossenschaften anzufragen, die bereits Bestände in dem Bereich oder in dem Gebiet haben. Gibt es da irgendwie Vorteile, warum man Genossenschaften anfragt, die bereits andere Wohnungen in der Gegend haben? Oder was sind diese Vorteile davon, dass die neuen Genossenschaftswohnungen in der gleichen Gegend sind wie andere, die es schon gibt? Naja, Berlin ist eine große Stadt und ich würde immer gucken, wenn jemand in der Nähe schon ein Quartier hat, dann hat er auch eine Verwaltungsinfrastruktur, dann hat er vielleicht ein Verwaltungsgebäude, dann hat er seine Leute da sitzen, dann hat er einen Hausmeister oder eine Hausmeisterfirma da in der Nähe. Wenn Sie einmal durch die Stadt müssen, sage ich mal von Reinickendorf vielleicht nach Köpenick,
nur um eine Wohnung zu übergeben, dann ist das nicht effektiv, gerade für kleinere Wohnungsunternehmen, wie es die Genossenschaften häufig sind. Deswegen würde ich da bei denen anfangen. Aber natürlich muss man auch allen anderen das anbieten, die das wollen und sich das zutrauen. Aber deswegen habe ich gesagt, würde ich bei denen anfangen, die da in der Nähe sind, weil es für die manchmal interessant sein kann, ihre Bestände in der Nähe zu erweitern und vielleicht auch Zusammenhalt innerhalb so einer Genossenschaft, der lässt sich ja viel besser organisieren, wenn meine verschiedenen Wohnquartiere, Wohngebäude nicht so weit entfernt sind. Ja, ich kenne verschiedene Genossenschaften, die machen einmal im Jahr so ein Fest oder so einen eigenen Genossenschaftstag, wo die alle einladen und das ist eigentlich immer ganz interessant. Ich gehe da gerne zugucken, weil da kriegt man mit, dass die auch durchaus so ein soziales, gemeinsames Leben entwickeln. Das passt da eigentlich ganz gut. Das ist in vielen anderen Häusern, wo es ein bisschen anonymer zugeht, nicht der Fall. Und ich glaube, gerade wenn es eine Chance gibt, nicht nur zusammen zu wohnen, sondern auch sich gegenseitig kennenzulernen, zu unterstützen und so weiter, dann ist das ganz gut bei den Genossenschaften zu beobachten. Da funktioniert das und deswegen, wenn die in der Nähe ihre Bestände haben, dann ist das sicherlich förderlich. Klar, das macht sehr viel Sinn. Also ich habe mich das immer wieder gefragt. Es gibt ja auch bei uns in Österreich Genossenschaften und ich habe mich immer gefragt, warum die Gebäude alle irgendwie so an einem Ort stehen. Und also gibt aber sehr viel Sinn, so von der Verwaltungsseite, aber auch irgendwie, dass da vielleicht eine Gemeinschaft entstehen kann. Das ist natürlich was Schönes, das oft fehlt in einer großen Stadt. Und Sie haben jetzt auch schon gesagt, was man da auf Landes- und Bundesebene tun kann, um eben sowas zu fördern, also Genossenschaften zu fördern. Gibt es da auch auf EU-Ebene Regelungen oder andere Spielräume für Förderungen oder um das irgendwie auszuweiten? Also auf der europäischen Ebene macht man ja auch sich sehr viel Gedanken über das Wohnungswesen. Und zum Beispiel gibt es die Europäische Genossenschaft, die ist gegründet worden als Rechtsform. Aber ansonsten geht es, glaube ich, auch dort immer um Rechtsfragen und um Förderung. Wir sind ja jetzt gerade vor der neuen Förderperiode der Europäischen Union und hatten auch hier in Berlin eine große Diskussion über die Frage, inwieweit eigentlich Gelder in die Regionen gehen sollen, weil es ja von Seiten der EU-Kommission auch Vorschläge gibt, dass also zum Beispiel die EFRE-Mittel oder ESF den nationalen Regierungen zu geben. Das ist in den Staaten, die zentralistischer organisiert sind als Deutschland, vielleicht gar nicht so eine große Frage, aber in Deutschland ist es schon eine große Frage. Wir sprechen gerne vom Europa der Regionen und da ist Berlin eine Region oder Berlin-Brandenburg ist eine Region und ganz Deutschland ist schon sehr, sehr viel mehr als nur Region und wir würden gerne diese Gelder auch hier ausgeben. Und da könnte man zum Beispiel die Frage aufwerfen, wie weit auch europäische Mittel in den einzelnen Fonds für Wohnungsbau, für Wohnungsmodernisierung und dergleichen ausgegeben werden können. Das wäre so eine Frage, wenn man sagt, da ist jetzt ein Schwerpunkt auch finanziell, dann könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus hilfreich ist. Mhm. Wenn Sie an Europa denken, gibt es da vielleicht Länder oder Städte, wo Sie sagen, die sind städtebautechnisch, wohnungstechnisch echt toll und man könnte die irgendwie als Beispiel sehen. Naja, Städtebau und wohnungstechnisch ist möglicherweise was Unterschiedliches. Also es gibt natürlich Städte, wo enorm viel Neues entsteht, ja. Einzelne Städte im Baltikum oder Oslo. Oslo ist jetzt nicht EU, aber Norwegen ist ja quasi Mhm. assoziiert. Da entstehen viele tolle neue Stadtquartiere. Unter der sozialen Frage gucken wir von Berlin aus ganz gerne immer nach Wien, weil wir
sehen, dass da Sachen gut laufen. Ich glaube, da laufen auch nicht nur alle Sachen gut, aber gerade so diese Frage, wie viel Genossenschaft gibt es dort oder wie viel auch Wohnungen, die der Stadt gehören, gibt es dort, das ist doch durchaus etwas, wo man als Berliner Politik hinguckt. Ja. Die Frage, die wir hier immer diskutieren, ist die, wie viel Neubau müssen wir eigentlich machen? Wie können wir vorhandenen Wohnraum anders aufteilen? Und da sehen wir eher die Städte, die ähnliche Probleme haben. Wenn man nach Paris guckt zum Beispiel, da gibt es die Erkenntnis, dass Leute, die, sage ich mal, ein einfaches Einkommen haben, da in einer Innenstadt nicht mehr wohnen. Und das versuchen wir in Berlin zu verhindern, indem wir tatsächlich über die landeseigenen Unternehmen Wohnungen auch in der Innenstadt haben, neu bauen, modernisieren und tatsächlich auch an Menschen, die da haben dann einen Wohnberechtigungsschein. Das ist quasi, wenn man ein niedriges Einkommen hat, dann bekommt man so einen Schein und mit dem kann man sich um eine Wohnung bewerben. Das geht in Berlin in allen Bezirken, ob Innenstadt oder Außenstadt. Das ist etwas, was wir hier versuchen, wo wir in anderen Städten eher die Schwierigkeiten sehen und das hier versuchen besser zu machen. Mhm. Sie haben jetzt gerade vorher und auch zu Beginn schon angeschnitten, dass es so ein Spannungsverhältnis gibt zwischen Leerstand bzw. Abriss von Wohnungen und Wohnungsknappheit in manchen Gebieten oder Bezirken. Und wie erklären Sie sich das, dass es dieses Spannungsverhältnis gibt, wo ja auf der einen Seite gibt es zu wenige Wohnungen, auf der anderen Seite stehen Unmengen an Wohnungen leer oder werden sogar abgerissen? Warum ist das so? Das ist eine gute Frage. Warum ist das so? Weil die Menschen an bestimmten Quartieren hängen, an bestimmten Stadtstrukturen hängen, an bestimmten Bildern im Kopf hängen, wo und wie sie leben möchten. Und weil es so einen Drang gibt, von vielen Menschen in den großen Innenstädten wohnen zu wollen, wo was los ist, wo die Kultur ist, wo Clubs sind und so weiter. Deswegen kommen ja viele Leute nach Berlin. Das ist ja hier ein Kultur- oder auch die Clubszene ist ja ein wesentliches Merkmal, aber auch natürlich die Universitäten, die Wissenschaft und so weiter. Deswegen kommen Leute nach Berlin. Und denen zu sagen, du kannst 30 oder 50 Kilometer weiter, da nämlich wo Leerstand ist, auch gut wohnen und du kannst relativ schnell mit einem Zug hier in der Innenstadt sein, das überzeugt viele Menschen nicht. Da wundere ich mich manchmal ein bisschen drüber, aber das ist so. Und deswegen haben wir diese Diskrepanz. Und ich denke immer darüber nach und spreche mit Leuten darüber, wie man das gegebenenfalls lösen kann. Wir haben natürlich ein zusätzliches Problem. Berlin ist ein Bundesland und Brandenburg drumherum ist auch ein Bundesland. Und wir stehen im Wettstreit um den Steuerbürger. Also wer nicht in Berlin wohnt, sondern in Brandenburg, der zahlt da seine Steuern. Der ist für den Berliner Finanzminister verloren. Und deswegen versucht der Berliner Finanzminister zu sagen, nee, alle müssen hier in Berlin wohnen, auch wenn wir es nicht so schnell schaffen, mit dem Wohnungsbau hinterherzukommen und auch wenn etliche vielleicht doch keine Wohnung finden. Während in Brandenburg, in dem anderen Bundesland, gibt es Kommunen, die sich darauf freuen, dass da alle hinkommen und die dann zum Beispiel Einfamilienhausgebiete ausweisen, aber zum Teil auch Geschosswohnungsbau betreiben. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, ja, einerseits eine Marketingaufgabe zu sagen, Mensch, also Eberswalde ist eine schöne Stadt, da kann man wohnen. Oder Frankfurt-Oder ist eine schöne Stadt, da kann man wohnen. Da kann man vielleicht sogar sehr viel günstiger als in Berlin ein Grundstück erwerben und kann sich zusammentun, vielleicht auch da eine Genossenschaft gründen. Und diese Leute müssen wir motivieren, sowas zu tun. Ich finde nicht, dass wir nur auf den Finanzminister an der Stelle hören sollten, sondern dass es darum geht, mit diesen Städten, Gemeinden zusammenzuarbeiten und zu sagen, wir haben einen gemeinsamen Wohnungsmarkt, Berlin-Brandenburg,
Und den wollen wir so ja, gestalten oder den wollen wir so pflegen, dass sich die Leute überall wohlfühlen und auch sich gerne überall ansiedeln. Das wäre so ein Ziel. Da spielt eine Rolle natürlich immer, welche Verkehrsmittel gibt es. Ein Ort, wo kein Bahnhof ist, hat da schlechte Karten, aber wir haben in Berlin-Brandenburg so ein Sternmodell, nennt sich das. Das geht, die hat in der Mitte, der Kern ist sozusagen das Berliner Stadtgebiet und die Sterne, wie bei so einer Sonne, die gehen immer entlang der Bahnlinien, der großen Bahnlinien in andere Städte, in andere Regionen. Und alle Orte, die da sich aufreihen, die sind eigentlich wert, betrachtet und entwickelt zu werden. Ja, und das finde ich, da müssen wir als Berliner und Brandenburger gemeinsam dran arbeiten, weil es einfach fürchterlich ist zu sehen, die reißen da ab und es ist aber nur ein paar Kilometer weg von Berlin. Aus der weiten Welt betrachtet ist, würde ich mal sagen, ist Eberswalde, könnte man sagen, ist auch Berlin. Auch wenn es 30 Kilometer weiter ist, wenn Sie nach Amerika fahren, wenn Sie von New York plötzlich irgendwo in New Jersey sind, da sehen die Häuser genauso aus. Das merken Sie gar nicht, sondern das ist von hier aus betrachtet alles New York. Und das würde ich mir andersrum auch so denken und das erleichtert dann vielleicht auch ein bisschen die Zusammenarbeit. Hm. Sie haben da gesagt, das ist einerseits eine Marketing-Sache, also zu sagen, hey, es gibt hier auch Wohnraum und da ist es auch schön und das ist ja eh beinahe in Berlin, also weit weg ist Mhm. es ja nicht. Gibt es da auch auf der politischen Seite etwas, was man machen kann, irgendwie Hebel, an denen man vielleicht ziehen kann? Also wir haben, das sind zwei Bundesländer, die müssen zusammenarbeiten, stehen auch bei manchen Fragen natürlich in einer leichten Konkurrenz, aber haben eigentlich auf vielen Gebieten eine ganz gute Zusammenarbeit entwickelt in den letzten 20 Jahren, sage ich mal. Also zum Beispiel bei der Wirtschaftsförderung. Wir haben solche Wirtschaftscluster, zum Beispiel Energie oder Verkehrstechnik. Und da gibt's halt sowohl Forschungseinrichtungen als auch Industrie in Brandenburg und in Berlin. Und da hat man sich eigentlich ganz gut zusammengefunden. Beim Wohnen ist das noch nicht ganz so. Und ein Element zum Beispiel könnte sein, dass wir sagen, wir machen die Wohnungsbauförderung zusammen, könnte man auch sagen. Ne? Wohnungsbauförderung für die Player, also ob das jetzt Genossenschaften oder Landesunternehmen oder Private sind, könnte man sich auch überlegen, kann man auch zusammen machen. Oder man könnte Folgendes tun. Wir haben in Berlin große, durchaus finanzkräftige landeseigene Unternehmen. Sage ich mal, die DGWO, die hat ungefähr 70.000 Wohnungen in Berlin. In Umlandkommunen in Brandenburg gibt es Orte, die haben sowas gar nicht. Und wenn dort ein paar bedürftige Menschen sind, die eine Wohnung brauchen, aber die selber nicht finanzieren können, dann wissen die nicht, wie sie das machen sollen. Also könnte auch zum Beispiel ein Unternehmen aus Berlin ein paar Wohnungen errichten in Umlandkommunen, wenn die das wollen. Man muss sich denen nicht aufdrängen, aber das wäre zum Beispiel so eine Hilfe, so eine Kooperation, um eine gleichmäßige Entwicklung zu gewährleisten. Das wäre so noch eine andere Idee. Ansonsten, glaube ich, geht es tatsächlich darum, dass alle, und das ist noch nicht ganz so, dass alle auch in den Landesregierungen oder auch in den Parlamenten sagen und akzeptieren, wir sind ein gemeinsamer Wohnungsmarkt, der hat verschiedene Situationen, verschiedene Bereiche. Und diese Bereiche, die muss man durchaus unterschiedlich betrachten. Ne, es gibt das, wo der große Andrang ist. Das ist in weiten Teilen im Berliner Stadtgebiet, aber auch sowas wie Potsdam. Großer Andrang, sehr hohe Preise inzwischen. Und aber drumherum gibt es andere Gebiete, da lohnt es sich, dass man da gemeinsam was unternimmt, damit sich da auch nicht nur Leute mit Wohnungen ansiedeln, sondern auch Institutionen. Ich sage mal, wir diskutieren zum Beispiel in Berlin ganz gerne, wie auch die Leute in Bonn ganz gerne, ob wir noch den Regierungsumzug vervollständigen. Die Ministerien, die noch in Bonn sind, die
weiß nicht, wie lange das noch so sein wird. Vielleicht kommen die irgendwann alle hier in die Region. Die müssen aber nicht im Zentrum von Berlin sein, sondern die könnten zum Beispiel auch in Potsdam oder in Rathenow oder in Fürstenwalde sitzen. Das sind alles Bahnstationen, da sind sie ruckzuck am Reichstag oder am Kanzleramt, das geht alles. Also auch solche Sachen, dass man das gemeinsam entwickelt, also eine gemeinsame Landesentwicklung. Wir haben eine Planungsabteilung gemeinsam, Berlin und Brandenburg, die steuert aber nichts, sondern die versucht nur, sage ich mal, aufzuzeichnen, was die beiden Landesregierungen ihr vorgeben. Und das ist noch keine Steuerung. Das wünsche ich mir so mit einem gemeinsamen Impuls. Da müssen wir hinkommen. Mhm. Also einfach eine größere Verzahnung irgendwie und mehr proaktives Handeln vielleicht, anstatt nur zu beschreiben, wie ist das denn jetzt gerade? Genau, das ist die Idee. Vielleicht noch ein bisschen an eine Wende. Wie sehen Sie das Recht auf Wohnen? Das sollte ja grundsätzlich ein Grundrecht für jeden sein, also jede Person sollte irgendwo wohnen können und dürfen. Wie sehen Sie das? Kann man das vielleicht auf EU-Ebene stärker propagieren, verankern oder? Also wir haben das in der Berliner Landesverfassung drinstehen. Da steht drin Recht auf Wohnraum. Das ist zu überlegen, ob man das auch auf der EU-Ebene noch mal stärker irgendwo verankert. Die Frage, die dann aber zu klären wäre, ist die, wie konkret ist eigentlich dieses Recht? Also wenn sowas in einer Landesverfassung steht, dann ist das erstmal ein abstraktes Recht. Das heißt, Sie können nicht zu irgendeinem Gericht gehen mit der Verfassung in der Hand und sagen, so, hier steht das drinne, ich brauche jetzt eine Dreizimmerwohnung, weil wir sind 3 Personen. So konkret ist das nicht. Und ich weiß auch nicht, ob man das so konkret hinbekäme, aber dies Recht auf Wohnen quasi so als europäisches Ding zu stärken, ist, glaube ich, eine ganz sinnvolle Idee, weil wir ja auch innerhalb der EU eine starke, ja, Mobilität haben. Und wenn sich da alle drauf verlassen könnten, dass das wichtig ist, dass sie auch irgendwo eine Unterkunft finden, dann glaube ich, würde das zumindest das gemeinsame Bewusstsein stärken. Wir haben das Haus Europa, hat mal irgendjemand gesagt, ne? Das könnte ich mir gut vorstellen, aber man müsste halt das konkreter untersetzen, zum Beispiel über eine Wohnungsbauförderung oder über eine Harmonisierung des Mietrechtes zum Beispiel oder über durchaus auch eine gemeinsame Initiative zu Eigentum. Gerade Genossenschaften haben wir vorhin drüber gesprochen. Wie macht man das eigentlich? Wie sollen die entstehen? Wie werden die unterstützt? Also das könnte ich mir vorstellen, dass man da durchaus auf der EU-Ebene ein bisschen mehr noch tun könnte, ja. Und wenn Sie sich jetzt wünschen könnten, welche Maßnahme unbedingt auf EU-Ebene umgesetzt werden sollte, welche wäre das? Naja, dann nehme ich das Geld. Also die Frage ist, ob wir tatsächlich von den Fördermitteln 'n Teil in die soziale Wohnraumförderung überführen können. Mhm. Und dann vielleicht noch eine Frage in Bezug auf junge Menschen, weil der Podcast richtet sich ja insbesondere an junge Menschen. Und es ist ja sehr oft so, dass vor allem jüngere Menschen, die vielleicht gerade ausziehen, dass die sich denken, boah, das ist ja schon echt teuer und eigentlich unleistbar. Und soll ich jemals selbst irgendwie mir ein Haus kaufen oder überhaupt nur eine Wohnung? Was würden Sie so jungen Menschen sagen oder raten? Das ist eine der schwersten Fragen, die wir haben hier in Berlin. Und ich habe das selber ja so ich habe 2 Kinder und die sind irgendwann ausgezogen. Und jetzt die Restfamilie wohnt trotzdem in derselben Wohnung. Eigentlich müsste man das anders machen. Man müsste sagen,
die sollen ihre Zimmer mitnehmen, sage ich mal jetzt bildlich gesprochen. Die Leute, die übrig sind, müssten überlegen in demselben Moment, was mache ich denn jetzt mit der Wohnung, die zu groß ist? Und ideal wäre ja, dass man selber auch umzieht, dass man sagt, okay, hier ziehen 2 aus, wir brauchen dann 2 Zimmer weniger und wir versuchen einfach irgendwo in der Nähe eine Wohnung zu finden, die 2 Zimmer kleiner ist. Das führt zu der Frage, warum ist eigentlich unser Wohnungsmarkt so fest? Also es wird relativ wenig umgezogen. Warum ist das so? Weil mit jedem Umzug erhöhen sich meine Wohnkosten. Also selbst wenn ich eine kleinere Wohnung miete, sage ich mal, auf dem Mietmarkt, muss ich möglicherweise mehr bezahlen. Deswegen habe ich keine Motivation. Und das liegt, glaube ich, an den Regularien. Die Leute bleiben in zu großen Wohnungen oft bis, ich sag mal, bis zum Tod und wohnen da 50 Jahre. Und das hat unter anderem, kann man das sehen daran, dass wir eine sehr hohe Wohnfläche pro Kopf haben. Also wir haben in Berlin hier knapp 40 Quadratmeter pro Kopf. Ich glaube, in Paris ist es vielleicht die Hälfte oder so. Also wir leben hier auf sehr großem Fuß und das hat was damit zu tun, dass der Markt fest ist. Also wer eine Wohnung hat, der behält die mit Zähnen und Klauen. Es gibt Leute, die wohnen längst irgendwo in einer anderen Stadt, aber die billige Berliner Wohnung, die behalten die, anstatt sie an junge Menschen zu vermieten. Das ist richtig ein Problem. Also der Markt ist zu fest, da ist Neubau eine Herangehensweise, aber ich glaube, wir müssen auch Regularien finden, damit die Leute mehr Wohnungen tauschen können, leichter umziehen und dann tatsächlich junge Leute auch die bildlich gesprochen das Zimmer mitnehmen können. Das wäre ein Ziel. Also es ist ein Grundproblem in dem erstarrten Wohnungsmarkt. Das wäre es ist eigentlich auch ein schönes Bild, um hier irgendwie stehen zu bleiben, wenn man sich was wünschen könnte, dass man das Zimmer mitnimmt, dass sich das Mhm. alles irgendwie so gerecht aufteilt Ja, und verteilt. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das alles so genau zu erklären und so verständlich. Und ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Tag. ich danke Ihnen und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.